Deutsch lernen durch Hören. Der Countdown. Als Ebba am Donnerstag den Briefkasten öffnet, ist er leer. Zumindest fast. Es sind weder Briefe noch Prospekte darin, aber dafür ein kleiner weißer Zettel. Auf dem Zettel steht nur eine Nummer: 10. Ebba hat keine Ahnung, was das bedeuten soll. Vielleicht hat eines der Kinder aus dem Haus einen Scherz gemacht. Aber Ebba weiß nicht, worum es in dem Scherz geht. Vermutlich ist es etwas, das bei den Kindern gerade angesagt und lustig ist. Ebba hat davon keine Ahnung. Sie ist seit Jahren Single und hat keine Kinder. Sie hat 1- oder zweimal auf die Kinder einer Freundin aufgepasst, doch nur, weil es nicht anders gegangen ist. Ihre Freundin hatte keine andere Wahl. Ebba hat es auch nicht gern getan. Ebba nimmt den Zettel aus dem Briefkasten und wirft ihn direkt ins Altpapier. Haha, sehr lustig, sagt sie dabei zu sich selbst. Dann macht sie mit ihrer Arbeit weiter. Sie arbeitet freiberuflich von zu Hause aus, weshalb sie nur selten das Haus verlässt. Sie geht nur raus, wenn es unbedingt sein muss. Einmal in der Woche fährt sie einkaufen, ansonsten setzt sie sich höchstens auf ihren Balkon, um frische Luft zu bekommen. Im letzten Monat hat Ebba oft auf dem Balkon gesessen. Das möchte sie auch nachher wieder machen, wenn sie mit ihrer Arbeit fertig ist. 2 Stunden später sitzt Ebba mit einem großen Kaffee auf dem Balkon und liest ein Buch. Es ist ein normaler Nachmittag, doch irgendetwas fühlt sich bei ihr merkwürdig an. Irgendetwas macht Ebba nervös, auch wenn sie es sich nicht erklären kann. Es ist doch alles wie sonst auch. Die unerklärliche Nervosität geht auch nicht weg, als Ebba wieder ins Haus geht. Sie bleibt den ganzen Abend nervös. Selbst als Ebba ins Bett geht, ist sie noch nervös, ohne es sich erklären zu können. Am nächsten Tag fühlt sie sich wieder etwas besser. Wie jede Woche möchte Ebba am Freitag zum Einkaufen fahren. Mit ihrer Handtasche über der Schulter geht sie zum Auto. Dort findet sie einen gelben Zettel, der an der Tür ihres Autos steckt. Auf dem Zettel steht bloß eine 9. Die Schrift sieht anders aus als auf dem ersten Zettel. Ebba steckt ihn in die Handtasche. Sie macht sich keine großen Gedanken darüber. Die Kinder haben sich wohl ein Spiel ausgedacht. Ich hoffe, dass die Kinder mir keinen schlechten Scherz spielen, wenn ich das Papier mit der 0 bekomme, überlegt Ebba, als sie ins Auto steigt. Beim Einkaufen denkt sie darüber nach, was für einen Scherz die Kinder sich wohl ausgedacht haben. Ihr fällt allerdings nichts ein. Ebba ist nicht besonders kreativ. Während sie mit ihrem Einkaufswagen durch die Gänge des Supermarkts geht, wird sie wieder nervös, ohne dafür einen Grund zu erkennen. Sie sieht sich um, aber alles sieht normal aus. Eine alte Frau kommt ihr mit einem Einkaufswagen entgegen. Sie legt eine Packung mit Keksen in ihren Wagen, ohne Ebba zu beachten. An der alten Frau liegt Ebbas Nervosität wohl nicht. Doch sie möchte schnell wieder nach Hause. Irgendetwas stimmt nicht. Wieder hält Ebbas Nervosität bis abends an. Erst am nächsten Morgen fühlt Ebba sich wieder gut. Sie steht auf und findet im Flur ihrer Wohnung einen weiteren Zettel. Jemand muss ihn unter der Tür durchgeschoben haben. Diesmal ist der Zettel ein Stück von einer alten Zeitung. Es steht eine große, dicke 8 darauf, die über ein Rätsel geschrieben wurde. Als Ebba sich das Rätsel genauer ansieht, stellt sie fest, dass es ihre Zeitung ist. Die Lösung des Rätsels ist deutlich in Ebbas Handschrift geschrieben. Sie erkennt auch gleich einen Fehler, den sie korrigieren muss.
Das ist zu viel für Ebba. Es ist nicht mehr lustig, was die Kinder tun. Darum schreibt sie jetzt auch einen Zettel. Der Zettel ist für alle Eltern in diesem Haus. Liebe Eltern, ich möchte euch darum bitten, mit euren Kindern zu reden. Seit einigen Tagen stecken sie mir Zettel in den Briefkasten oder unter der Tür durch. Ich hoffe, dass sie damit aufhören. Das ist nicht lustig. Liebe Grüße, Ebba. Ebba hat versucht, den Text so freundlich wie möglich zu schreiben. Danach hängt sie ihn unten ins Treppenhaus, damit alle Bewohner des Hauses ihn sehen können. Jetzt muss Ebba nur noch abwarten und hoffen, dass es aufhört. Am nächsten Morgen findet Ebba keinen Zettel. Ihre Bitte an die Eltern hat wohl funktioniert. Doch Ebba hat sich zu früh gefreut. Als sie sich nachmittags mit einem Kaffee und dem Buch, das sie gerade liest, auf den Balkon setzt, entdeckt sie dort einen neuen Zettel. 7. Offensichtlich ist es kein Brief, sondern ein alter Umschlag, der an Ebba adressiert ist. Jetzt reicht es ihr endgültig. Ebba geht zu ihren Nachbarn und redet mit ihnen, aber alle behaupten, dass ihre Kinder nichts mit den Zetteln zu tun haben. Ebba weiß nicht mehr, was sie glauben soll. Irgendjemand hat die Tonne mit dem Altpapier des ganzen Hauses nach Ebbas Sachen durchsucht. Das macht doch kein Erwachsener, der bei klarem Verstand ist. Ebba schließt die Tür ihrer Wohnung von innen ab. Sie hat Angst und sie wird wieder nervös. Diesmal hat Ebba das Gefühl, dass jemand sie beobachtet. Sie holt sich ein Messer aus der Küche, das sie immer bei sich hält. Mit dem Messer fühlt Ebba sich sicherer. Sie geht in jeden Raum ihrer Wohnung, um nach versteckten Kameras zu suchen. Als Ebba abends schlafen geht, legt sie das Messer unter ihr Kissen. Besonders gut schlafen kann sie allerdings nicht. Sie hat Angst davor, dass sie wieder einen Zettel finden wird. Doch als sie nach dem Aufstehen die ganze Wohnung durchsucht, findet sie keinen Zettel mit einer 6 oder einer anderen Zahl darauf. Sie ist beruhigt, aber sie hat immer noch das Messer griffbereit, als sie ihre Arbeit macht. Danach traut sich Ebba wieder mit ihrem Buch und einem Kaffee auf den Balkon. Als sie ihren Kaffee abgestellt hat, öffnet sie das Buch. Auf jeder Seite steht eine große 6. Panisch wirft Ebba das Buch über das Geländer des Balkons. Sie geht mit dem Messer rein, um die Polizei zu rufen. Sie erklärt, was die letzten Tage passiert ist und dass sie Angst hat. Es dauert nicht lange, bis 2 Polizisten vor ihrer Tür stehen. Ebba erzählt ihnen alles nochmal ausführlich. Das Buch, das sie vom Balkon geworfen hat, haben die Polizisten als Beweis eingesammelt. Auch die anderen Zettel nehmen sie mit, als sie wieder gehen. Sie können im Moment nicht viel für Ebba tun. Sie können ihr nur versprechen, dass mehrmals am Tag ein Polizeiauto am Haus vorbeifährt. Außerdem möchte Ebba unbekannt anzeigen, bis klar ist, wer für die Zettel verantwortlich ist. Sie schließt die Tür wieder ab, als die Polizisten gegangen sind. Sie hat den ganzen Tag Angst und auch in der Nacht kann sie sich nicht ausruhen. Am nächsten Tag muss Ebba nicht nach einem Zettel suchen. Er liegt neben ihr im Bett. Sofort ruft sie die Polizei an und eine Polizistin kommt wenig später zu ihr. Sie lässt sich von Ebba nochmal alles erzählen, bevor sie nach Spuren für einen Einbruch sucht. Sie kann aber nichts entdecken. Lassen Sie den Schlüssel am besten im Schloss stecken, wenn Sie die Tür hinter mir abgeschlossen haben. Dann kann niemand von außen die Tür aufschließen, rät die Polizistin, falls Ihr Vermieter etwas damit zu tun hat. Der Vermieter, der Hausmeister und jeder, der einen Schlüssel zu Ebbas Wohnung haben könnte, wurde von der Polizei befragt. Keiner von ihnen kann dies getan haben.
Der Vermieter erzählt, dass im Treppenhaus mehrere Kameras angebracht sind. Er lässt die Polizistin die Aufnahmen der letzten Nächte sehen. Niemand außer Ebba betritt ihre Wohnung. Als Ebba das hört, kann sie es nicht glauben. Irgendwie muss jemand in ihre Wohnung gekommen sein. Wenn es nicht durch die Tür war, muss es über den Balkon gewesen sein. Doch dafür gibt es keine Beweise. Am Abend hat Ebba Angst davor, schlafen zu gehen. Sie sitzt mit dem Messer in der Hand auf dem Sofa und sieht fern. Doch irgendwann legt sie sich hin und schläft ein. Am nächsten Morgen steckt das Messer mit dem Zettel im Sofa. Es steht 4 darauf. Sofort ruft Ebba wieder die Polizei. Wieder kommt die Polizistin, die am Vortag da war. Wieder kann sie nichts Auffälliges entdecken. Die Polizistin nimmt das Messer als Beweis mit, damit sie es untersuchen kann. Als die Polizistin weg ist, fährt Ebba los, um Kameras für ihre Wohnung zu kaufen. Dann kann sie sehen, wer für den Zettel verantwortlich ist. Es dauert Stunden, bis Ebba die Kameras in ihrer Wohnung aufgestellt und die dazugehörige App eingestellt hat. Diesen Abend versucht sie, in ihrem Bett zu schlafen. Sie ist so müde. Als Ebba aufwacht, findet sie den Zettel mit der 3 sofort. Er klebt an ihrer Stirn. Ebba ist fassungslos. Sie liegt im Bett und weint, als ihr Handy klingelt. Es ist die Polizistin, die ihr erklärt, dass niemand außer Ebba das Messer angefasst hat. Ebba versteht nicht, wie das möglich ist. Sie erzählt am Telefon auch, dass sie Kameras besorgt hat und wo sie heute Morgen den Zettel gefunden hat. Die Polizistin möchte gleich vorbeikommen, um sich die Aufnahmen der Kameras anzusehen. Ebba möchte allerdings nicht warten, bis die Polizistin da ist. Sie guckt sich direkt nach dem Telefonat die Aufnahmen auf ihrem Handy an.